My dad always says we don't mix beer and politics together. But you know, being a Palestinian and in a Palestinian business, politics is always part of doing business. Bierbrauen im Westjordanland, einem Gebiet, in dem die meisten Menschen Muslime und gerade einmal 2% Christen sind. In einem Gebiet, in dem es spätestens seit der zweiten Intifada immer wieder gewaltsame Konflikte gegeben hat. One of the risks of doing business in this country is that there's no stability and anything can affect your business. Yeah. Even a war in Syria or in the revolution in Egypt, it also affected Palestine and Palestinian businesses. Die Christin Khoury glaubt trotz aller Konflikte an den Erfolg des Familienunternehmens. Ihr Vater Nadim hat die Mikrobrauerei Taibeh 1994 gegründet. Heute leitet seine Tochter das Unternehmen und ist damit die erste Frau Palästinas, die Bier braut. Und, so heißt es zumindest in der Nachbarschaft, die erste Bierbrauerin des Nahen Ostens. Das Bier ist nach dem Ort Taibeh benannt, der einzigen christlichen Enklave des Westjordanlands. Probleme mit den muslimischen Nachbarn gäbe es keine. People in Palestine, whether Muslims or Christians, conservatives or liberals, they're all friendly people altogether. They respect each other's beliefs or political views or living habits and so on. So, yeah, they see there's more positive in that. Nur einige muslimische Mitarbeiter hätten zu Beginn gezögert, bei der Herstellung eines alkoholischen Getränks mitzuwirken. Inzwischen produzieren sie rund 600.000 Liter Bier im Jahr. Das nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraute Bier exportiert die Familie in 12 Länder, trotz schwieriger Bedingungen. I'm noticing that it's becoming more difficult every single time. Every year it's getting more difficult. There's more obstacles, there's more challenges. From Taibeh to Jerusalem, it's a 20-minute drive, but for the beer it takes all day. Sometimes they don't pass the trucks because there's either a war on Gaza or there's a delegation passing by from there. They close the checkpoint. If it's raining, they close the checkpoint. It's very frustrating, it's very costly. And it's very time consuming. From here to the port costs twice as much as from the port to Italy. Das Problem? Nur an wenigen Grenzübergängen dürfen Waren überführt werden. Für den Bierexport bedeutet das, statt 2 Autostunden bis zum Hafen, dauert die Tour oft bis zu 3 Tage. Das ist allerdings nicht die größte Sorge der 32-Jährigen. Water is one of our biggest problems at the moment. All the settlements around us, they have water 24/7. Their pools are filled, their clothes are washed, they shower 3 times a day in the summertime. Whereas we go home sometimes after 16 hours of work and not find 1 drop of water. Beer, you need a lot of water to make beer. And when you don't have water, you can't make beer. Tatsächlich ist die Wasserversorgung ein wichtiger Streitpunkt im Nahostkonflikt. 80% des Grundwassers liegen in den Autonomiegebieten, doch nur 20% erreichen die Palästinenser. Aufgeben kommt für die Brauerfamilie trotzdem nicht in Frage. Wow. We're doing a good thing. We're employing jobs, we're contributing to the economy, we're building the state of Palestine. It's not just beer. You know, we're a Palestinian business and we have high hopes for the future and we're trying to work hard on that. Khoury will zeigen, dass Palästina ein eigenständiges Land ist, mit eigenen Unternehmen und eigenen Produkten. Dass ihr palästinensisches Bier sogar in Israel getrunken wird, ist für sie auch ein politischer Erfolg.